Es ist Frühjahr 1989 und ich bin unterwegs in der DDR. Für mich ist jetzt hier Schluss, ich darf nicht weiterfahren, ihr habt das Schild gesehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PS Speicher TV. Heute dreht es sich bei uns um das Thema Opel. Wir schauen uns zwei besondere Opel an, wir blicken hinter die Kulissen der Opel-Ausstellung. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns diesen Senator einmal genauer an. Das ist kein normaler Opel Senator von der Stange, das ist nämlich ein ganz besonderer Senator. Das ist ein waschechtes Agentenfahrzeug. Dieser Senator lief in der DDR und wurde eingesetzt im Rahmen von sogenannten BRICS-Missionen. Das waren die British Exchange Missions. Das waren vertraglich von den Alliierten zugesicherte Missionen. Die amerikanischen Streitkräfte, die französischen Streitkräfte und die britischen Streitkräfte durften zur Aufklärung in das Gebiet der DDR. Und dazu brauchte man besondere Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, die bei den Missionen im Einsatz waren, die mussten oftmals richtig was wegstecken. Und oftmals waren sie auch abseits von asphaltierten Straßen auf Feldwegen unterwegs. Deshalb wurden die eingesetzten Fahrzeuge alle auf Allrad umgerüstet. So auch dieser Senator. Außerdem hat er ein höher gelegtes Fahrwerk, sodass man auch mal auf unbefestigten Pisten etwas schneller vorankam. Der Allradantrieb, der wurde nicht in Rüsselsheim gebaut, der wurde bei FF Ferguson in England gebaut. Der Wagen lief in Rüsselsheim vom Band, nach Spezifikation der englischen Mission, wurde dann nach England geschickt mit einem Allradantrieb und mit ABS versehen, bevor er dann nach Berlin kam und dort seine Geheimagenten-Features bekam. Diese Features umfassten einen beschusssicheren Tank, einen beschusssicheren Motorraum. Ursprünglich war der Wagen matt oliv lackiert. Man hat darauf geachtet, dass im Inneren nichts reflektiert. Alle Leuchten wurden abgeklebt, man hat matte Stoffe im Inneren benutzt. Und hinten gab es Vorhänge für die Seitenscheibe und für die Heckscheibe. Außerdem serienmäßig bei den Agentenfahrzeugen ein Schiebedach, damit man auch die Luft beobachten konnte. Außerdem gab es auch noch zusätzliche Scheinwerfer vorne an der Stoßstange und diese Scheinwerfer konnten das Licht von einem Motorrad imitieren oder auch von einem Barkastransporter. Außerdem gab es sogar auch Infrarotscheinwerfer an diesem Auto. Die Autos, die bei den Missionen eingesetzt wurden, die mussten robust und zuverlässig sein, denn oftmals ging es auch hoch her bei diesen Missionen. Ersatzteile mussten günstig sein und die Fahrzeuge mussten zuverlässig sein. Das war auch der Grund, warum man die Range Rover, die man ursprünglich eingesetzt hat, damals nicht mehr eingesetzt hat. Man hat zu lange auf die Ersatzteile aus England warten müssen. Und deshalb hat man gesagt, wir nehmen Opel und bauen diese Opel nach unseren Erfordernissen um. Es haben nur zwei Opel-Senatoren diese BRICS-Mission überlebt. Der eine steht mittlerweile in London in einem Museum und der andere ist dieser hier, mittlerweile in eine zivile Ausführung zurückgebaut. Und jetzt schauen wir uns noch einen Admiral und einen Bitter an. Wir sind jetzt in unserer Werkstatt angekommen und neben mir steht ein Opel Admiral aus dem Baujahr 1966. Das ist ein Admiral der KAD-Baureihe, Kapitän, Admiral, Diplomat. Und wer Mitte der 60er Jahre in Deutschland in die automobile Oberklasse vorstoßen wollte, der ging zu Opel und hat sich so ein Auto bestellt. Das Besondere an diesem Admiral ist, der Wagen ist im absoluten Originalzustand. Das ist der Originallack, der Wagen ist nie restauriert worden, der ist nicht geschweißt worden. Und er hat erst 20.000 Kilometer auf dem Tacho. Wie versprochen zeige ich euch jetzt noch den Bitter CD. CD steht für Coupé Diplomat, denn der Bitter basiert auf dem Chassis eines Opel Diplomat der KAD-Baureihe. Erich Bitter war Radrennfahrer, Autorennfahrer, er war Autoverkäufer und er wollte seinen eigenen Sportwagen haben. Fündig wurde er bei Opel. Der Bitter CD vereint italienisches Design mit deutscher Großserientechnik. Unter der Haube steckt ein knapp 5,4 Liter großer Achtzylinder aus dem Opel-Regal. Der Wagen hat 230 PS und läuft 220 Spitze. Insgesamt wurden von dem Bitter CD nur 395 Stück gebaut. Neben dem Design ist das Schönste aber der Klang. Admiral, Senator, Bitter, Diplomat, Rekord, Olympia. Diese Fahrzeuge und zahlreiche weitere interessante Geschichten findet ihr bei uns im PS-Speicher in Einbeck. Zum Beispiel in unserer aktuellen Sonderausstellung Opel von Kadetten und Kapitänen.